Der chinesische Hersteller Geely hat unter seiner Tochterfirma Geometry sein neuestes Modell auf den Markt gebracht, den rein elektrischen Panda Mini. Übrigens könnt ihr meine Musik, die ihr im Hintergrund hört, auf meinem Zweitkanal XVDN anhören, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ansonsten erfahrt ihr jetzt alles, was man über den Panda Mini wissen muss, hier auf Project Drive. Der Name Panda dürfte einem bekannt vorkommen, denn auch Fiat baut einen Kleinwagen mit diesem Namen, der ja auch elektrisch werden soll. Allerdings scheint der Autobauer keine Markenrechte für den Namen in China zu besitzen, weswegen Geely sein neuestes Flottenmitglied Panda nennen konnte. Beim Design greift Geely die Namensgebung wieder auf und verpasst dem Panda Rundscheinwerfer, die an Kulleraugen erinnern. Die Außenspiegel sehen aus wie Ohren und die Leichtmetallfelgen greifen das Schwarz-Weiß-Panda-Thema auf. Dazu gibt es mit Hellblau, Rosa und Weiß die jeweils passenden Außenfarben. An den Seiten hat der Panda Mini eine dreidimensionale Taille, die die Silhouette des Fahrzeugs unterstreicht. Es hat eine recht quadratische Körperstruktur und die Felgen nehmen ein Dreispeichen-Design an. Irgendwie soll eben alles an echte Pandas erinnern und das sieht man sogar an den Radnaben, die wie Fußabdrücke der Bären aussehen. Das Cockpit des Panda Mini zeigt sich einfach und klar strukturiert. Vor dem Zwei-Speichen-Lenkrad informiert den Fahrer ein 9,2 Zoll Digital-Cockpit. Mittig auf der Armaturentafel bündelt ein großer 8 Zoll Touchscreen nahezu alle Bedienfunktionen, sogar mit Spracherkennung. Unter dem Hauptbildschirm sehen wir 2 Lüftungsschlitze und einen Block physischer Tasten. Und am tiefsten Punkt der Mittelkonsole sehen wir 2 USB-Anschlüsse. Rechts auf dem Armaturenbrett finden wir ein paar offene Fächer. Es ist also offensichtlich, dass der Beifahrer keinen Airbag haben wird. Die Sache ist die, der Panda Mini hat einfach nicht genug Platz dafür. Der Mitteltunnel des Panda Mini bekommt einen Drehgangschalter und 2 weitere Schalter für die Fensterheber. Die DAZONI IQ ist die erste Premium-Ladestation im Privatbereich. Sie kommt mit PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und voreingebauten MID-Stromzähler. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Wenn ihr mehr über die hochwertige und eindrucksvolle Wallbox wissen wollt, dann könnt ihr euch die DAZONI IQ ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de ansehen und auch bestellen. Und mit dem Code Project Drive spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der DAZONI IQ und weiter geht's. Der Panda Mini ist 3,07 Meter lang, 1,52 Meter breit und 1,6 Meter hoch. Er hat einen Radstand von 2,01 Metern. Angetrieben wird der Panda Mini von einem einzelnen Elektromotor an der Vorderachse. Die 30 kW und 110 Newtonmeter starke E-Maschine treibt den knapp 800 Kilogramm schweren Panda Mini auf abgeregelte 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die beiden Batterievarianten erlauben Reichweiten von 120 bis zu 200 Kilometer, angegeben nach dem chinesischen Messzyklus. Geladen werden kann die mit 17,03 Kilowattstunden größere Batterie mit 7 oder 22 kW. Von 30 auf 80% Kapazität geht es im Bestfall in 30 Minuten, für die komplette Vollladung werden 68 Minuten angegeben. Die beste Konfiguration verfügt über Fahrer-Airbag, Kindersitz-Schnittstelle, Reifendruck-Warnsystem, elektronische Zentralverriegelung, elektrische Fensterverstellung, Rückfahrkamera und Parkradar hinten. Gleichzeitig ist der Panda Mini mit einer lasergeschweißten Karosserie, hochfestem Stahl und einem seitlichen Antikollisions-Stahlträger ausgestattet. In China soll der Geometry Panda Mini noch im ersten Quartal 2023 an den Start gehen. Die Preise liegen zwischen 5.500 und 7.400 €. Ein Export auf andere Märkte ist derzeit wohl nicht vorgesehen. Spätestens mit einem Markteintritt in Europa dürfte Geely auch auf heftigen Widerstand von Fiat Mutter Stellantis treffen. Wie findet ihr den Panda Mini? Würdet ihr euch so einen holen? Und was denkt ihr, würde der bei uns kosten? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns sowieso beim nächsten Mal. Ciao!